Der internationale automatische Krypto-Informationsaustausch kommt und schon ab nächstem Jahr wird es ernst. Grund genug, sich einmal mit den neuesten Entwicklungen in diesem Video auseinanderzusetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich dafür interessierst, den Informationsaustausch für Krypto zu vermeiden oder auch den Informationsaustausch für Banken OECCRS zu vermeiden, dann lade ich dich herzlich zu unserem Schweizer Taschenmesser für deinen Plan B Seminar nach Zürich ein, was wir dort regelmäßig veranstalten. Dort geht es genau um diese Themen. Wo kannst du Wohnsitze etablieren, Residenzen etablieren, zweite Staatsbürgerschaften bekommen, Konten außerhalb der EU eröffnen, damit du dich genau vor solchen Maßnahmen schützen kannst. Was sind richtige Strategien, sich davor zu schützen? Macht es überhaupt Sinn, sich davor zu schützen? Wir unternehmen regelmäßig Reisen mit Mandanten, zum Beispiel nach Tansania, in die Philippinen oder auch nach Serbien, Länder, die nicht am automatischen Informationsaustausch teilnehmen, wo man dann zum Beispiel Konten eröffnen kann. All das sind Themen, die wir in Zürich besprechen werden. Und weil das Ganze ja heutzutage auch immer eine geopolitische Dimension hat, denn am Ende sind ja diese Kontrollfunktionen nicht nur dafür gedacht, dich um dein Vermögen zu erleichtern, sondern möglicherweise auch dich oder deine Kinder in irgendwelche fernen Kriege, ungewollte Kriege zu entsenden. Deswegen wird der General außer Diensten Erich Warth dort sein, ehemaliger Sicherheitsberater von Kanzlerin Angela Merkel. Er kennt Putin persönlich. Wie kaum ein anderer kennt er sich bei diesem Konflikt in der Ukraine aus und kann dir konkrete Tipps dazu geben, die dir sonst kein anderer geben kann, hinter verschlossenen Türen, wie du dich und deine Familie davor schützen kannst. Alle weiteren Informationen auf unserer Webseite, Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema, und das Thema heute ist CARF und was hier die letzten Updates sind. CARF, also C-A-R-F geschrieben, steht für Crypto Asset Reporting Framework. Das ist eine OECD-Maßnahme, also sehr wichtig zu verstehen. Hier geht es nicht um die EU, sondern es geht um ein weltweites Vorhaben, um einen weltweiten Informationsaustausch unter der Führung der OECD, ähnlich wie der OECD-CRS, also der Datenaustausch für Banken. Wir haben ja zum Thema CARF schon einige Videos gemacht. Die schaust du dir am besten an, wenn du dich hier detailliert informieren möchtest. Aber nur noch mal ganz kurz zur Zusammenfassung. Anders als beim Bankeninformationsaustausch OECD-CRS, wo ja jährlich im Grunde genommen 4, 5 Salden letztlich an die Finanzämter ausgetauscht werden, ist es bei CARF so, dass sämtliche Transaktionsdetails auf Transaktionsebene nicht nur als Salden an die Finanzbehörden übermittelt werden, das auch einmal im Jahr, also es funktioniert nicht in Echtzeit, sondern einmal im Jahr. Da ist also ein viel detaillierterer Einblick möglich auf dein gesamtes Kryptoverhalten. Wie gesagt, das hat mit der EU nichts zu tun. In der EU wird dieses CARF-Framework implementiert unter dem Namen DAC 8. Davor hast du sicherlich schon gehört. Es werden erstmals Daten von 2026 ausgetauscht. Der erste Austausch findet dann 2027 statt. Ich möchte dir jetzt ein Dokument der OECD zeigen, wo wir sehen, welche Länder teilnehmen werden. Das ist abgedatet worden im September 2025. Also OECD Global Forum on Transparency and Exchanges of Information for Tax Purposes. Jurisdictions committed to implement the Crypto Asset Reporting Framework CARF in time to commence exchanges in 2027 or 2028 as part of the Global Forum's CARF commitment process. Last update 2nd of September 2025. 53 Länder machen mit beim ersten Austausch 2027. Dieser wird wieder ungefähr zur Jahresmitte stattfinden. Dort werden dann Daten vom 01.01.2026 bis 31.12.2026 ausgetauscht. Was heißt jetzt eigentlich das, wenn da jetzt solche Länder mitmachen? Was heißt jetzt eigentlich, wenn Österreich hier dran teilnimmt? Nun, es hat zwei konkrete Konsequenzen. Zum einen sind natürlich Crypto-Exchanges und andere Kryptodienstleister, die jetzt ihren Sitz in Österreich haben, dazu verpflichtet, am Informationsaustausch teilzunehmen. Und gleichzeitig heißt es, dass jene, die in Österreich steueransässig sind, vom Informationsaustausch betroffen sind, wenn sie in einem dieser Länder einen Kryptodienstleister verwenden. Also es geht hier nicht um Staatsbürgerschaften, ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Also nehmen wir einmal an, dass jemand, der in Österreich steueransässig ist, einen Krypto-Exchange in Serbien verwendet, dann kommt es nicht zum Informationsaustausch, und zwar deswegen nicht, weil Serbien nicht daran teilnimmt. Wenn ein Serbe einen Krypto-Exchange in Österreich verwendet, kommt es ebenfalls nicht
zum Austausch, weil Serbien nicht am Informationsaustausch teilnimmt. Also das heißt, die Länder hier besagen im Grunde genommen, dass Finanzdienstleister Kryptodienstleistern in diesen Ländern austauschen müssen, und zwar Daten von Personen, von Kunden, die in einem dieser Länder steuerlich ansässig sind. Also, welche Länder haben wir hier? Natürlich die ganzen EU-Länder, das ist ganz klar, aber auch viele Steueroasen. Ich meine, das Gleiche kennen wir auch vom automatischen Informationsaustausch bei den Banken, CRS, Bermuda, Cayman Islands und so weiter und so fort sind alle mit dabei. Die Schweiz, United Kingdom und so weiter und so fort, ist völlig klar. Also das heißt, diese tauschen 2027 aus für 2026. 2028 kommen dann 17 weitere Länder hinzu. Hier sind für mich vor allen Dingen zwei Länder wichtig. Zum einen die Philippinen. Die Philippinen nehmen ja nicht am Bankeninformationsaustausch teil, und die United States, also die Vereinigten Staaten. Beide nehmen nicht am Bankeninformationsaustausch teil, aber beide haben sich entschieden, am Kryptoinformationsaustausch teilzunehmen. So, was heißt das jetzt zum Beispiel konkret Philippinen und USA? Was sind jetzt hier die Implikationen? Was sind jetzt hier die praktischen Konsequenzen? Was sollte man jetzt in puncto Wohnsitz beachten? Nun, man muss zunächst mal natürlich berücksichtigen, dass viel der Gesetzgebung, die du bereits jetzt spürst, also wenn du heute in Deutschland wohnst zum Beispiel oder irgendwo in der EU wohnst und heute zum Beispiel bei einem Exchange wechselst, dann wird dir vielleicht aufgefallen sein in letzter Zeit, dass dort vermehrt nachgefragt wird, woher hast du diese Coins, was ist genau der Hintergrund, gibt es hier eine Rechnung, warum willst du wechseln, warum schickst du hier die Kryptos an jemand anderen. Das hat jetzt nichts mit diesem Informationsaustausch zu tun. Ja, hier geht es um die EU-Regeln, hier geht es um MiCA und hier geht es um die Travel Rule. Ja, das hat, wie gesagt, nichts mit dem Informationsaustausch zu tun. Wenn du diesen Maßnahmen kommen willst, wenn du also nicht die ganze Bürokratie haben willst, wenn du nicht ständig Verträge, Nachweise schicken willst, wenn du zum Beispiel alte Coins hast, die du gar nicht mehr gewechselt kriegst wegen dieser neuen Regeln, weil du die Nachweise nicht hast, dann musst du einfach aus der EU wegziehen. Dann brauchst du einen Wohnsitz außerhalb der EU, dann fällst du nicht mehr unter diese Regelungen. Wenn du zum Beispiel in die Philippinen umziehst oder du ziehst nach Serbien zum Beispiel, oder nach Georgien oder in die USA oder sonst irgendwohin, also Länder, die nicht in der EU sind, dann bist du von diesen Regelungen nicht mehr betroffen, und du wirst sehen, dass im Alltagsleben das Arbeiten mit Krypto wieder sehr viel einfacher wird, so wie es im Grunde vorher war, bevor MiCA und Travel Rule aktiviert worden sind. Der Informationsaustausch verursacht dir eigentlich keinen weiteren Aufwand. Du musst lediglich natürlich bei dem Exchange oder bei dem Kryptodienstleister deine Steuernummer hinterlegen. Alles andere verläuft im Hintergrund. Also deswegen musst du jetzt nicht davon ausgehen, dass du dort weitere Dokumente, Nachweise, Verträge, Rechnungen etc. pp. An den Kryptodienstleister, an den Exchange senden musst. Also in gewisser Weise kann dir der Informationsaustausch egal sein, insbesondere dann, wenn du ohnehin in einem Land steueransässig bist, wo die Kryptos ohnehin nicht besteuert werden. Also zum Beispiel Philippinen, zum Beispiel Dubai, Cayman Islands, Irland. Selbst wenn diese Länder am KAF teilnehmen, aber du dort als Ausländer lebst, du die Kryptos ohnehin steuerfrei bekommen kannst, dann kann dir im Grunde genommen der Krypto-Informationsaustausch meiner Meinung nach komplett egal sein. Ich würde den nicht überbewerten. Wie gesagt, hier geht es nicht um die Staatsbürgerschaft, hier geht es rein um deinen Wohnsitz, hier geht es um deine steuerliche Ansässigkeit. Die musst du dem Exchange, die musst du dem Kryptodienstleister nachweisen. Und wenn sich der Dienstleister eben in einem Land befindet, das am Austausch teilnimmt, dann wird er dich nach der Steuernummer fragen und wird dann möglicherweise deine Daten dorthin versenden. Nehmen wir mal an, du bist Deutscher, du hast aber deinen Wohnsitz in Serbien. Jetzt verwendest du einen Krypto-Exchange in den USA. Das hätte für dich dann komplett keine Auswirkungen, obwohl die USA ja an dem Austausch teilnehmen werden. Weil du in einem Land wohnst, was nicht an dem Austausch teilnimmt, muss dann auch der Kryptodienstleister in den USA, also die Exchange in den USA, keine Daten hinsichtlich des Informationsaustausches erfassen und verarbeiten. Umgekehrt gilt, wie gesagt, das Gleiche. Nehmen wir einmal an, du wohnst in den Philippinen. Die Philippinen nehmen ja am Austausch teil. Nehmen wir einmal an, du arbeitest mit einem Exchange in Serbien, der nicht am Austausch teilnehmen muss, weil ja Serbien kein KAF-Land ist. Dann bist du wiederum nicht vom Austausch betroffen, weil Serbien nicht daran teilnimmt. So, nehmen wir den dritten Fall an. Nehmen wir einmal an, du wohnst in den Philippinen und du nutzt einen Exchange in den USA. Dann würdest du dem Exchange in den USA deine philippinische Steuernummer geben und der Exchange in den USA würde dann an die Philippinen jährlich deine Informationen zu deinen Kryptotransaktionen
senden. Das hätte in den Philippinen allerdings keine steuerlichen Konsequenzen für dich, denn du musst ja diese Einkünfte dort nicht versteuern. Als Ausländer wären diese Einkünfte für dich ohnehin steuerfrei. Das heißt, das Ganze hat letztlich keine wirkliche Konsequenz. Und genau in diesem Dreieck musst du dich im Grunde genommen in Zukunft bewegen. Zunächst mal, meiner Meinung nach, wenn du keine Lust hast auf die ganzen Formalitäten, die ganze Buchführung, die ganze Buchhaltung, die ganzen Nachweise, die du führen musst, dann hilft es schon mal extrem, wenn du nicht mehr in der EU wohnst und im Grunde genommen dem Crypto-Exchange eine Adresse außerhalb der EU nachweisen kannst und eine Steuernummer außerhalb der EU zeigen kannst. Dann bist du schon mal von Travel Rule und von MiCA nicht mehr betroffen. Wenn du dann nicht vom CARF betroffen sein willst, dann musst du im Grunde entweder einen Kryptodienstleister suchen, der in einem Nicht-CARF-Land ansässig ist, oder du musst selbst dann wiederum einen Wohnsitz in einem Land haben, was nicht am CARF teilnimmt. Dann kannst du einen Dienstleister in einem Land nutzen, was am CARF teilnimmt, aber bis dann wiederum nicht davon betroffen. Wie gesagt, meine persönliche Erfahrung ist, ich würde diesen Informationsaustausch nicht überbewerten. Ich würde in einem Land wohnen, wo die Kryptoeinkünfte sowieso steuerfrei sind. Dann wäre mir ehrlich gesagt der Informationsaustausch egal, denn was hast du dann zu befürchten? Bei dieser ganzen Idee letztlich, den CARF dann ganz vermeiden zu wollen, gibt es ein Problem und das Problem ist das folgende. Kryptodienstleistern in den Ländern, die durch CARF reguliert sind, wird vielfach durch ihre Aufsichtsbehörden aufgelegt, dass sie nur wiederum mit Kunden arbeiten, die ebenfalls in einem der Länder sind, die von CARF reguliert sind. Das heißt, du wirst es vielleicht schwer haben, wenn du zumindest einen regulierten Exchange verwenden willst, dort Transaktionen durchführen zu können, wenn du nicht in einem CARF-regulierten Land wohnst. Daher nochmal meine Empfehlung, ich finde es besser, in einem Land zu leben, was reguliert ist und wo du dann keine Steuern auf die Kryptoeinkünfte bezahlen musst, als mich hier komplett im rechtsfreien Raum zu bewegen. Aber das hängt natürlich auch stark vom Einzelfall ab, das ist völlig klar. Nicht immer sind diese Vermeidungsstrategien tatsächlich so sinnvoll. Im Tagesgeschäft, wenn man Business macht, wenn man Zahlungen durchführt über Krypto, wenn man in Fiat umwechselt, finde ich es viel problematischer, von der Travel Rule oder von MiCA betroffen zu sein, wo man dann ständig Nachweise schicken muss, wo Mittel möglicherweise blockiert werden, eingefroren werden, wo ich die Herkunft ständig nachweisen muss. Das finde ich viel lästiger, als jetzt zu wissen, dass es da irgendeinen Informationsaustausch gibt, der sowieso ins Leere läuft. Das Gleiche gilt natürlich auch für OECD, CRS, ist genau die gleiche Sache. Was stört es mich, wenn ich in einem Land lebe wie Malta und da gehen irgendwelche Informationen rein von ausländischen Banken? Wie gesagt, meine Auslandseinkünfte sind ja sowieso steuerfrei in Malta. Wo es möglich ist, etwas realistisch zu etablieren, etwas, das sich auch mit deinen Zielen und deinen Vorstellungen vereinbaren lässt, dann ist es sicherlich immer sinnvoll, jeden Informationsaustausch komplett zu vermeiden. Aber man muss eben sehen, wie praktikabel das in Zukunft noch sein wird. Soweit unser kurzes Update zum Thema CARF, zum Thema Krypto-Informationsaustausch. Wie gesagt, wenn du das komplett vermeiden möchtest, dann müsstest du im Grunde genommen 2025 noch auswandern. Denn wie gesagt, ab 2026 werden Daten gesammelt, die dann 2027 ausgetauscht werden. Wenn du das nicht möchtest, musst du also relativ kurzfristig handeln. Wie gesagt, das Wichtigste wäre ja zunächst mal in ein Land dann auszuwandern, wo deine Kryptoeinkünfte steuerfrei sind und vielleicht möglicherweise auch in ein Land, wo es dann keinen Kryptoinformationsaustausch gibt nach CARF, aber wie gesagt, wichtig natürlich erstmal die Steuerfreiheit. Denn wie gesagt, selbst wenn du zum Beispiel in Serbien wohnst und es in Serbien kein CARF gibt, hast du ja trotzdem in Serbien zum Beispiel die Situation, dass dort Auslandseinkünfte nicht steuerfrei sind. Das heißt also, deinen wirklichen Wohnsitz könntest du ohnehin nicht in Serbien haben, wenn du steuerfrei Kryptoeinkünfte vereinnahmen willst. Gut, da gibt es dann keinen Informationsaustausch, aber dennoch ist deine wirkliche steuerliche Ansässigkeit hier letztlich nicht so ohne weiteres möglich, wenn du das steueroptimiert machen möchtest. In diesem Sinne, wenn auch das für dich ein Thema ist, CARF oder generell Vermeidung von Informationsaustausch, würde ich mich freuen, dich bei unserem Seminar in Zürich begrüßen zu dürfen. Ansonsten natürlich auch jederzeit gern ein Beratungsgespräch buchen. Wir machen seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Themen zu beraten. Wohnsitzverlagerung ins Ausland, Steueroptimierung, Vermögensschutz. Ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.
Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.